Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um eine Messerei, die ich schon ein paar Mal vorgestellt habe, das Atlas von Böker Plus. Die Slipjoint-Variante war ein großer Wurf von Böker. Ich verlinke euch meine Videos dazu in der Videobeschreibung. Jetzt gibt es diese Modellreihe auch als Backlog-Variante. Ja, letztendlich genau das gleiche Grundkonzept. Wir haben hier eine gefaltete Griffkonstruktion aus Stahlblech, sozusagen eine Integralbauweise und wirklich eine sehr stabile Angelegenheit. Das Griffdesign ist eigentlich bis auf minimale Unterschiede im Wesentlichen gleich geblieben. Ja, der Backlog-Folder baut hier in diesem Bereich vielleicht minimal höher auf als bei dieser Slipjoint-Variante. Und beim Slipjoint ist der Griff am Rücken eher abgerundet, bei der Backlog-Variante eher so ein bisschen eckig gefaltet. Ja, das war es eigentlich. Das sind die größten Unterschiede. Hier haben wir eine Fangriemenöse mit 5 mm Innendurchmesser, dann die vernietete Backlog-Feder. Hat hier ein ganz kleines Chimping, vielleicht ganz gut. Ja, hätte es vielleicht gar nicht sein müssen, aber stört auch nicht und im Profil fällt das optisch jetzt auch nicht groß auf. Auf der rechten Seite fast Deep Carry, also hier stehen etwa 8 mm raus, haben wir einen Clip, Tip-Up. Ja, die Schrauben stehen hier bauartbedingt leicht raus. Das sind zwei 6er Torx. Allgemein hätte ich mir vielleicht einen minimal höheren Aufbau beim Clip gewünscht. Das habe ich schon bei der Slipjoint-Variante so ein bisschen bemängelt. Also das wird hier schon eng, wenn man eine Jeans hat mit einem relativ dicken Saum. Dann wird es hier ein bisschen knapp. Aber das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ansonsten ist der Clip gut gemacht. Also wir haben hier auch eine gute Spannung und in so eine Pouch oder irgendwelche Täschchen kriegt man den auf jeden Fall locker rein. Ansonsten haben wir hier ein recht schönes Darkwashed Finish. Also das sieht auch ganz nett aus. Hier ganz normales Stonewashed Finish. Ja, ist schön gemacht. Grifflänge beträgt hier ziemlich genau 95 mm und die Griffbreite gerade mal 5 mm, also ohne den Clip. Das ist schon wirklich sehr, sehr schmal, also ein sehr schlanker Aufbau. Alles ist sehr, sehr sauber verarbeitet und auch hier die Kanten innen sind, soweit es eben möglich ist, auch abgerundet. Ja, die Handlage würde ich schon als gut bezeichnen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, der Griffkomfort. Der ist hier wohl so ein bisschen zu vernachlässigen. Also ich kann das nicht anders sagen. Wer sich solche schlanken Messer wie eben vielleicht das Otter Mercator oder eben das Atlas oder vielleicht auch das Otter Mercator in der Slipjoint-Variante, das Tuk-Tuk kauft, der macht das bestimmt nicht unbedingt primär wegen dem komfortablen Griff. Da geht es wohl um andere Merkmale, zum Beispiel den erwähnten schlanken Aufbau und vielleicht dann auch das Gewicht. Darauf komme ich jetzt auch gleich noch. Wir haben hier bei dieser Clip-Point-Variante insgesamt gerade mal 53 Gramm und das ist gar nicht so schlecht. Bei der Spearpoint-Variante sind das dann 55 Gramm, also wirklich fast nichts. Schöne Sache. Bei der Klinge hat sich Böker was einfallen lassen. Es werden 3 Klingenformen angeboten: Spearpoint, Clippoint und Sheepfoot. Die Spearpoint und die Clippoint-Klinge könnt ihr hier sehen. Erstmal die ausgeprägte Swedge bei beiden. Ansonsten beide mit einer klassischen Linienführung, kein großer Schnickschnack. Linksseitig ein Nagelhau, relativ dezent das Böker Plus Logo. Zudem die fortlaufende Seriennummer. Rechts sieht man die Stahlbezeichnung, in diesem Falle D2. Wir haben hier mit etwa 12% Chromanteil einen rostträgen Stahl, das heißt, ab und zu mal ein bisschen Pflege wäre schon nötig, also in Form von Einölen. Dafür ist es ansonsten ein guter Budgetstahl, gehärtet auf etwa 59 bis 60 HAC. Wir haben sehr gute Schneideigenschaften, eine gute Kantenstabilität und zudem ist er leicht nachschärfbar, also das passt auf jeden Fall insgesamt. Noch kurz zu den Abmessungen, die sind hier bei beiden Varianten ziemlich ähnlich. Klingenlänge etwa 73 mm, dann bei beiden eine kleine Schleifkarbe und die effektive Schneide liegt hier bei etwa 69 mm. Klingenbreite gerade mal schlanke 2,5 mm, also das gefällt mir sehr gut. Ja, wir haben bei beiden einen hochgezogenen Flachschliff und
erfreuliche 0,4 mm hinter der Schneidphase. Also das gefällt mir alles sehr gut. Achsschraube ist hier eine Stirnlochschraube. Dazu komme ich dann im Fazit nochmal. Insgesamt ist hier wirklich alles sehr schön, kann man nicht sagen. Also das passt. Zeit für ein Fazit. Mein Fazit: Hier wurde sehr vieles richtig gemacht. Wir haben eine richtig gute Verarbeitung. Technisch gibt es auch nichts zu bemängeln. Also der Backlog hat überhaupt kein Spiel, nicht auf und ab, nicht seitlich. Absolut passgenau gearbeitet und das gesamte Messer oder beide Messer sind extrem sauber verarbeitet. Bei dieser Preisklasse nicht so ganz selbstverständlich, wenn man hier mal reinschaut. Auch alles poliert. Ja, richtig gut gemacht, kann man nicht sagen. Wir haben bei beiden Modellen einen astreinen Zweihandöffner mit Verriegelung, also auch beispielsweise wie hier beim Florinox Kiana, beim Bug 110, Bug 112 oder hier bei dem Alltime-Klassiker Otter Mercator. Und irgendwie schafft es das Atlas hier so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen dem Otter Mercator und dem Bug 112. Ja, klug gemacht von Böker und in dem Fall auch wirklich leicht realisierbar. Also ja, schönes Modell, kann man einfach nichts sagen. Und was mir auch gefällt, jetzt hat man als Kunde die Auswahl hier zwischen diesem normalen Backlog-Modell und eben einem Slipjoint und ja, auch eine schöne Sache. D2 als Stahl geht für mich in Ordnung, wobei ich mir hier auch vielleicht den 12C27 gewünscht hätte. Aber ja, vielleicht werden nach und nach hier auch noch andere Stahlsorten von Böker angeboten. Ich könnte mir vorstellen, dass definitiv noch andere Griffvarianten kommen. Also dass das Backlog-Modell dann auch Messing oder Kupfer als Griff anbietet. Oder es könnte auch sein, dass hier vielleicht sogar noch ein Modell mit Schere rauskommt. Muss man einfach mal schauen. Kurz zum Nagelhau. Ja, der hätte vielleicht bei beiden Modellen nicht unbedingt sein müssen. Also beide Modelle lassen sich wirklich gut mit dem Pinch Grip öffnen. Ja, ist absolut Jammern auf hohem Niveau. Der Nagelhau stört auch nicht wirklich. Noch eine kleine Bemerkung zu diesen Stirnlochschrauben. Davon bin ich nicht der allergrößte Fan, aber man kann sich hier behelfen. Zum Beispiel mit so einer Drahtbiegezange oder mit einer Splintzange. Das geht auf jeden Fall. Man kann sich auch selbst ein kleines Tool bauen, also hier so einen kleinen Bit. Dazu verlinke ich euch auch noch ein Video in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten, was mir noch sehr gut gefällt, sind die 3 angebotenen Klingenvarianten, also Clip Point, Spear Point und die Sheepfoot Klinge. Kurz noch zum Preis. Wir liegen hier bei 32 € in etwa und das geht meines Erachtens vollkommen in Ordnung. Insgesamt ein sehr attraktives Paket. Abschließend möchte ich noch auf 4 Videos verweisen zu dieser neuen Backlog-Variante. Und zwar von Christoph, Holger, Chris und Udo. Ja, 4 schöne Videos, 4 empfehlenswerte Kanäle und dort seht ihr dann auch die Sheepfoot-Variante. Die Videos sind neben vielen weiteren Informationen zum neuen Modell vom Atlas in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.